Willkommen zum offensichtlichen Problem mit mir, Florian Shlomo Streletz. Das auch weiterhin nicht aus meinem Wohnzimmer in Berlin, sondern auch dieses Mal wieder direkt aus Jerusalem, wo schon lange die Hitze nicht mehr in Fahrenheit oder Grad gemessen wird, sondern einzig in Gal Gadot, weswegen es heute um die 2/3 Gadot heiß da draußen war, also 800 Grad. Okay, ich heiße auch nicht wirklich Shlomo, aber das hier ist Jerusalem, da muss selbst ich mich auch mal anpassen. Leider ist mein Hebräisch echt schon so eingerostet, dass dagegen selbst Latein als Sprache nicht mehr nur tot ist, sondern mausetot. Wie die Karriere von Kevin Shlomo Spacey, und das nicht nur in Israel. Nur schauen wir uns heute einmal das Problem mit Palmöl an. Beste Chance, um ganz schnell von Kevin Spacey wegzukommen. Palmöl steckt in jedem zweiten Nahrungsmittel, das wir essen. Egal ob in Schokolade, Chips oder Fertiggerichten. Wir verbrauchen im Jahr pro Kopf an die 18 Kilo Palmöl, jeder von uns. Egal ob Baby, Erwachsener oder Senior, nur nicht Kevin Spacey. Und Palmöl spielt auch eine wichtige Rolle bei der Tierzucht. Denn zum Beispiel werden niedliche Milchkälber wie dieses hier nicht mit echter Milch aufgezogen, sondern mit billigem Milchpulver, das mit Palmöl vermischt wird. Aber das ist bei diesem Milchkalb auch nicht so schlimm. Immerhin stammt dieses von Wladimir Putins eigenem Milchhof, gezeugt von seinem Zuchtbullen Wladimir Bultin. Oder ihm selber. Und das Kälbchen denkt auch schon darüber nach, den Stall vom Nachbarn zu annektieren. Ganz der verfickte Vater. Nun könnte man natürlich fragen, warum ist es billiger, Milchkälber mit Milchpulver zu füttern, anstatt die Milch zu nehmen, die man dort doch produziert. Das liegt daran, dass diese Milch immer noch teurer ist als Milchpulver. Denn wenn du dich nun fragst, warum ein Liter Milch im Supermarkt so billig ist, dann liegt das vor allem daran, dass so ziemlich jeder an der Milch was verdient, nur nicht der Milchbauer am Ende. Und all das liegt daran, dass alles billig sein muss. Und die Industrie erreicht das nur, indem sie zum Beispiel viel auf billiges Palmöl setzt. Selbstverständlich ist Palmöl auch fester Bestandteil in Sonnenmilch, Hautcremes, Seifen, Körperlotions, Lippenstiften und vielen anderen Kosmetikprodukten. Und bei der Sonne hier in Jerusalem muss ich meine Haut, die auf der Hautfarbskala eine -100 hat, tagtäglich in sowas baden. Nicht zu vergessen steckt auch Palmöl im Biodiesel, der so ziemlich alles ist, nur nicht Bio. Aber dazu kommen wir später noch einmal. Palmöl, so hässlich es vielleicht aussieht, ist das Öl, das die Weltwirtschaft antreibt. Denn Palmöl ist nicht nur viel billiger als andere Öle wie Soja oder Sonnenblumenöl, sondern die Ölpalme, aus deren Früchten Palmöl gewonnen wird, ist viel ertragreicher als jede andere Pflanze, wie zum Beispiel Soja oder Raps. Um dieselbe Menge wie Palmöl zu gewinnen, das sind etwa 70 Millionen Tonnen im Jahr, bräuchte man für Sonnenblumenöl 7-mal so viel Flächen. Obwohl die dann schöner aussehen würden als die Monokultur der Ölpalme. Und Van Gogh nicht umsonst eine Vase mit Sonnenblumen gemalt hatte und nicht mit Palmöl. Vermutlich wollte er das, hat aber sich dann aus Verzweiflung deswegen ein Ohr abgeschnitten, so wie wir alle. Ölpalmen sind 6-mal ertragreicher als Soja und 3-mal mehr als Raps. Leider hat das nur ein paar kleinere negative Nebeneffekte. Denn für den Anbau in Malaysia und Indonesien, die zusammen 85% allen Palmöls anbauen, musste dafür dieses komische Unkraut weichen, das sich Regenwald nennt. Der dafür entweder abgeholzt oder gleich und viel einfacher abgefackelt wurde und dann Landschaften eher nach Kohleabbaugebiet im Osten aussahen als nach Leben. Also auch wie im Osten. Nur ist genau das Problem mit Palmöl. Denn die Regenwälder auf Malaysia und Indonesien binden massiv CO2 im Regenwald und verhinderten damit bisher die Klimakatastrophe. Das ungebundene CO2 trägt dadurch zum Treibhauseffekt bei, der über kurz oder lang die schönsten Regenwälder aussehen lässt wie eine Autobahn bei Mad Max oder wie schon heute alles in Hannover. Mit Bäumen können wir die Klimakatastrophe zwar kaum noch verhindern, aber immerhin etwas nach hinten verschieben, sodass im Idealfall diese unsere Kinder klären müssen und nicht wir. Denn wir hinterlassen einen gewaltigen CO2-Fußabdruck, den man zum Beispiel online bei der sich bestimmt super für den Umwelt-, Natur- und Klimaschutz einsetzenden und vermutlich total sympathischen Firma namens B&P sehen kann. B&P hat den CO2-Fußabdruck nämlich
bereits 2004 erfunden, um uns Menschen klarzumachen, dass wir an der Klimakatastrophe schuld sind. Wir können dank B&P berechnen, wie groß unser CO2-Fußabdruck ist und dementsprechend unsere Schuld an der Klimakatastrophe. B&P ist dabei die Abkürzung vermutlich für BioPro oder für British Petroleum. Augenblick mal, ich dachte, das wären die Bösen, denn BP zusammen mit ExxonMobil, Total und Shell haben doch bereits in eigenen Studien herausgefunden, dass fossile Brennstoffe schon damals für 1/3 der Treibhausemissionen verantwortlich waren. BP wie auch Total wussten bereits 1971, dass sie selber einen massiven Teil zur Erderwärmung beitragen. Und genau dieses BP hat nun uns den CO2-Fußabdruck aufs Auge gebunden, damit wir die Schuldigen bei der Klimakatastrophe sind. Dabei verursachen 100 Firmen seit 1988 70% allen CO2s, das seitdem ausgestoßen wurde. Motherfucker! Und dann sagt BP, dass wir auf unseren CO2-Fußabdruck achten müssen. Nur mal so ein kleines Brainstorming. Wie wäre es, wenn ihr mal über euren verfickten CO2-Fußabdruck nachdenkt oder eher CO2-King Kong-Fußabdruck? Ein Programm, um den zu berechnen, wüsste ich das schon. Und die Sache mit dem Palmöl macht es auch nicht viel besser. Denn der Anbau ist für den Boden schlecht, da Ölpalmen zu Monokulturen führen und damit den Boden erodieren lassen. Und man nun Ölpalmen massiv düngen muss, weil der Boden dank der Monokultur ausgelaugt ist. Problem ist nur, dass der Dünger dann gerne ins Grundwasser kommt und die Menschen um die Palmölplantagen vergiftet. Wenn sie nicht schon vorher beim Versprühen der Pestizide vergiftet wurden. Wie man hier sehen kann, mit einer klassischen persönlichen Schutzausrüstung dabei, um perfekt vor den Giften geschützt zu sein. Nämlich durch das Tragen eines Basecaps. Denn auch wenn wir hier bei uns zum Beispiel so langsam den Einsatz von Glyphosat zurückfahren, zumindest so langsam, bis wirklich endlich die letzte Biene getötet wurde, dann gibt es genau diese Bedenken bei Glyphosat nicht in Malaysia oder Indonesien. Warum auch? Menschenleben haben dort kaum einen Wert, weil Hauptsache Kohle mit Palmöl verdient werden muss. Und das bringt uns zu dem anderen Problem heute, nämlich dem Problem mit dem Kapitalismus, dank dem ich hier sitzen kann und damit mein Geld verdiene, wie wir alle irgendwie. Jedoch trägt der Kapitalismus seinen Teil dazu bei, dass Palmöl massiv bei der Klimakatastrophe mitgeholfen hat. Denn um immer mehr Geld mit Palmöl zu verdienen, wurden immer mehr Regenwald abgefackelt, um immer mehr andere teurere Fette in Lebensmittel oder Kosmetika durch billiges Palmöl zu ersetzen, um damit die Margen zu maximieren. Von Produkten, die wir dann kaufen, und das massiv. Um immer noch mit Freude am Ende auf den Müll das Ganze werfen zu können, weil jeder von uns 75 Kilo an Lebensmittel im Jahr wegwirft. Jeder von uns. Egal Baby, Erwachsene oder Senior und vor allem auch Kevin Spacey. Und das können wir auch nur dank dem Kapitalismus. Ansonsten gäbe es in Geschäften nicht 100 verschiedene Nougat-Cremes, sondern nur noch eine. Und die geliefert in einer schlichten Verpackung, wobei die schon rein marketingtechnisch was hätte, weil man dann ja nichts Buntes mehr bräuchte, weil es nur diese eine Nougat-Creme geben würde. Und diese 75 Kilo an Lebensmitteln müssen erst einmal produziert werden. Auf noch mehr Flächen, die dafür abgefackelt werden müssen. Und das ist dann sogar das Problem mit dir und jedem Einzelnen von uns. Um aber bei der Palmölproduktion wenigstens unterste Standards zu schaffen, setzten sich 2004 der WWF und Vertreter beim Palmölanbau, zum Beispiel Abnehmen von Palmöl wie Nestle oder auch Plantagenbetreiber und Händler zusammen und erarbeiteten den sogenannten RSPO. Was vielleicht nach einem Song der B-52s klingt, RSPO, OO is waiting for you, war nur die Abkürzung für den Roundtable on Sustainable Palm Oil. Damit sollte doch alles geklärt sein und wir können heute mal früher Feierabend machen. Immerhin habe ich gehört, dass im Club um die Ecke heute Abend Gal Gadot vorbeischauen will, also sollte ich mir und ihr schon mal einen Platz reservieren. Typisch deutsch natürlich, indem ich 2 Badetücher auf 2 Stühle werfe und die so reserviere. Und scheinbar muss ich dem Bild nach sogar noch 2 Liegestühle extra dafür mitbringen und dahinstellen.
Aber wenn der WWF zusammen mit den Playern bei der Palmölproduktion einen gemeinsamen runden Tisch realisiert, um endlich verbindliche Standards beim Anbau zu definieren, dann kann das ja nur gut gehen. Oder? Tat es natürlich nicht. Denn die formulierten Standards legt die Messlatte nicht unbedingt auf Augenhöhe, sondern eher auf unteres Zehenniveau. Alleine schon, weil man sich verpflichtete, sich an die bestehenden Gesetze zu halten. Sollte man das nicht auch generell, auch ohne runden Tisch? Letztlich entsprachen dann am Ende nur 19% des weltweit hergestellten Palmöls den Anforderungen des RSPO. Und warum nicht mehr? Weil diese Mini-Standards vielen Firmen immer noch zu teuer waren. Kapitalismus. Um aber trotzdem etwas die Erde zu retten, suchen wir schon lange nach Alternativen zu den fossilen Brennstoffen. Weil Öl halt endlich ist und auch ziemlich viel Dreck macht. Muss man nun mal BP fragen. Dementsprechend gibt es sogar schon Biodiesel, für den man sogar online Anleitungen findet, wie man Biodiesel selber machen kann. Und dafür braucht man nur so typische Dinge, wie sie jeder Crystal Meth Koch immer parat hat oder IS-Bombenleger. Wem das aber zu anstrengend oder zu gefährlich ist, kann den auch an Tankstellen tanken, wo vermutlich der Tankstellenwart den gekocht hat. Dafür wird bei uns auch Raps angebaut. Raps selber hat jetzt keinen so guten CO2-Fußabdruck, aber immerhin bauen wir das schon lange hier bei uns an und müssen dafür nicht noch mehr Regenwälder abholzen. Aber Raps im Biodiesel ist natürlich wieder einmal deutlich teurer als Palmöl. Und wir benötigen nun, da wir immer mehr Biodiesel verbrauchen, auch immer mehr Palmöl. Denn in 50 Liter Biodiesel steckt rund 1 Liter Palmöl. Alleine 2018 haben wir nur deswegen schon 500.000 Tonnen Palmöl importiert. Dabei entsteht am Ende hinten am Auto nach dem Verbrennen kaum was anderes wie beim herkömmlichen Diesel. Ausgenommen sind natürlich alle Volkswagen, denn da schafft es ein Software-Trick, dass am Ende nur Lavendel aus dem Auspuff eines Volkswagens kommt. Zumindest solange der Volkswagen in einem Testlabor steht. Und diese zusätzlichen Tonnen Palmöl müssen natürlich erst einmal angebaut werden. Dies geht nur, wenn wir noch mehr Regenwald abholzen. Jedoch ist dies in Indonesien zum Beispiel endlich. Denn spätestens 2050 bei unserem aktuellen Verbrauch an Palmöl steht in Indonesien kein Regenwald mehr im Weg. Kein Regenwald, der CO2 bindet und vor allem auch dafür sorgt, dass das Land nicht nach und nach erodiert. Denn eines sollte klar sein, dass wenn Indonesien nicht mehr genug liefern kann, die Industrie dann wie ein Haufen Heuschrecken weiterzieht in das nächste interessante Gebiet. Also nach Indien oder Afrika oder Südamerika. Zumindest so lange, falls wir nicht mal langsam etwas dagegen machen. Denn eines sollte auch mittlerweile im fast schon 3. Jahr von Corona klar sein. Wenn wir immer weiter Regenwälder abholzen, dann kommen wir auch immer öfter mit Wildtieren in Kontakt. Wildtiere, die vielleicht lecker schmecken, aber voll sein können mit Bakterien, Pilzen oder Viren, wie einst bei Corona. Und dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis das nächste Virus die nächste Pandemie auslöst. Und vielleicht ist das Virus dann sogar noch gefährlicher als die x-te Variante von Corona und wir würden uns alle wünschen, nur Masken tragen zu müssen, um sicher zu sein. Ich hoffe ja auf ein Werwolf-Virus, scheinbar lese ich nur zu viel Twilight in letzter Zeit. Dabei wäre es nicht schwer, das Problem mit Palmöl besser zu lösen, da wir selber der größte Faktor sind, es besser machen zu können. Indem wir einfach mal öfters auf die Inhaltsstoffe achten und vielleicht nächstes Mal nicht eine 5 Kilo Lammkeule machen, von der klar ist, dass am Ende die Hälfte im Müll landet, sondern gleich vielleicht nur eine 2,5 Kilo Lammkeule, von der trotzdem noch die Hälfte im Müll landen wird. Einfach, weil wir es können. Oder Produkte, die Palmöl beinhalten, nur kaufen, wenn diese aus zertifizierter Quelle stammen. Damit wir selbst beim RSPO, I'm waiting for you, die Standards nach und nach höher setzen können. Wie bei Fairtrade-Schokolade. Klar ist das System dahinter immer noch scheiße, weil zertifizierte Schokolade ganz offen mit nicht zertifizierter Schokolade vermischt wird. Deshalb gibt es seit einiger Zeit immer einen Pfeil neben dem Fairtrade-Logo. Und auf der Rückseite steht dann, wie viel zertifizierte Schokolade überhaupt nur drin ist. Aber das ist immer noch besser als der Scheiß davor
Oder der Scheiß, der mit Palmöl jetzt gerade immer noch läuft. Natürlich würden höhere Standards die Preise für alle Produkte erhöhen. Aber sollte uns nicht das genau wert sein, auch noch nächstes Jahr eine Welt zu haben? Und die höheren Preise dafür sorgen, dass es den Menschen in Malaysia und Indonesien besser geht und dort der Regenwald wieder aufgeforstet werden kann, dann kann von mir aus die Sonnencreme auch 1 oder 5 Euro teurer sein. Auch wenn das aktuell bedeuten würde, dass ich eine weitere Hypothek auf mein Haus aufnehmen muss, weil ich hier unter der Sonne in Israel echt verbrenne. Aber lieber das, als wirklich eines Tages eine Welt an die nächste Generation zu geben, die mehr brennt als alle meine Sonnenbrände zusammen. Nur leider ist genau das auch weiterhin das Problem mit Palmöl. Wir sehen uns nächsten Dienstag wieder, dann natürlich mit einer neuen Ausgabe Late the News, selbstverständlich auch aus Jerusalem. Bis dahin eine gute Nacht und viel Glück da draußen!